ist ja toll. Ach, die kann ja die Hand nehmen. Ich stehe auf der Himmelsscheibe und ich werde mir jetzt mal hier an den Rand beamen. Und da hinten sehe ich das Himmelsschiff. Also das ist wirklich ein unglaublich beeindruckendes Bild. Man kann sich das nicht vorstellen, wenn man das nur auf dem Fernseher sieht. Ich stehe auf der Himmelsscheibe und zwar in der braunen Form. Heute ist die Himmelsscheibe natürlich grün korrodiert, aber ursprünglich war sie braun mit Tenorit gefärbt. Ich stehe vor einem Horizontbogen und ich sehe hier praktisch seitlich eingeblendet wie ein Zaun Goseck. Es ist absolut beeindruckend und sehr, sehr realistisch. Und wenn man hier hoch sieht, wow, dann sehe ich die Sterne der Himmelsscheibe am Firmament. Also das ist wirklich großartig. Und ich kann die Himmelsscheibe praktisch begehen. Die Himmelsscheibe ist da, wo sie hingehört. Sie ist wie dem All, wo Herr Maurer sie auch mit der ISS als Modell hingebracht hat. Also das ist ein fantastisches Erlebnis. Ich bin eigentlich kein Fan der 3D-Brillen, aber hier muss ich sagen, funktioniert das sehr, sehr gut. Und ich sehe hier das Himmelsschiff. Und wenn ich hier hingehe, dann bin ich im nächsten Bild. Wow, jetzt bin ich auf dem Himmelsschiff. Das ist unheimlich. Hier dieser Wasserfall. Und da unten sehe ich Babylon, die große Zikkurat, hier die Pyramiden, der Nil. Wahnsinn, wir fliegen hier über Zypern. Hier müsste, ja, Kreta haben wir da unter uns, Libyen. Und rechts haben wir natürlich hier das Schwarze Meer. Ich sehe hier Dänemark und da sehe ich also schon Goseck unter mir und nähere mich England. Das Schiff fährt also unheimlich schnell und über die Ränder der Welt bei den Säulen des Herakles. In der antiken Vorstellung war natürlich das Ganze eine Scheibe, fällt das Wasser der Ozeane sprudelnd. Und hier sehe ich unter mir Stonehenge und Südengland. Also man kann praktisch die ganze Welt überblicken. Und man hat die Vorstellung, dass die Welt eine Scheibe ist, was die Menschen ja lange Zeit glaubten. Und jetzt fahre ich hier an den Rand der Welt, an den Säulen des Herakles praktisch. Hier sehe ich die Normandie, Spanien, Portugal. Wow, und jetzt fährt das Schiff sozusagen in den Wasserfall. Man kommt sich vor wie bei den Niagarafällen. Und man sieht die Welt als Floating Island, unten glühend, magmatisch. Also das ist eine ganz fantastische Sache. Man kann sich nicht vorstellen, wenn man es im Fernsehen sieht, dass man hier merkt, dass das Boot wackelt und man fühlt sich ein bisschen unsicher, man möchte sich festhalten. Und deshalb, weil es unheimlich ist, gehe ich jetzt in die nächste Säule und da sehe ich hier Cornwall, die Bergwerke, ich sehe hier die verschiedenen Werkzeuge und Feuer und begebe mich nun hier in die Ebene von Marlborough und bin hier bei Stonehenge. Hier sehe ich den Sonnenaufgang bei Stonehenge, den Graben, nicht, wo die Avery Holes waren, die Heelstones. Und hier sehe ich Stonehenge für mich ich war selbst in Stonehenge, aber das ist eine ganz realistische Darstellung, die sehr, sehr beeindruckend ist. Also irre, was man heute mit VR machen kann. Ich stehe mitten in Pömmelde und ich sehe praktisch die Trilithen aus Holz in Pömmelde, so wie das vorher in Stonehenge aus Stein war. Und das ist natürlich sehr, sehr beeindruckend und sehr, sehr realistisch. Ja, ich sehe hier die Siedlung, die ungewöhnlich groß ist für die damalige Zeit. Das ist sehr, sehr gut gemacht. Wir stehen hier außerhalb vom Pömmelde. Wir bewegen uns mal kurz innerhalb des Kreises. Dann sehen wir den äußeren Ring von Pömmelde. Und wir sehen die Siedlung, also das ist ganz, ganz toll. Und wir sehen hier den Eingang. Wir werfen nochmal einen Blick nach Pömmelde rein. Ja, da sehen wir tatsächlich nochmal die Kreiskammeranlage in ganz beeindruckender Form. Stehen hier jetzt im Tor und jetzt begebe ich mich in das Himmelsschiff. Da kann man dann ja, wie wir gelernt haben, in die nächste Station reisen. Wir fliegen über Pömmelde. Wir sehen hier die Siedlung unter uns, wir sehen hier Pömmelde. Wir sehen die Wege, auf denen die Leute laufen. Und wir sehen doch sehr groß, wie groß die Siedlung ist, wie lang diese Häuser sind.
sehr realistisch dargestellt. Und da hinten kommt schon die zweite Kreisgrabenanlage von Schönebeck. Pömmelde und Schönebeck sind ja aufeinander bezogen, so wie Stonehenge und Bluehenge. Das sind Rituallandschaften hier am Rande des Aunitzer Reiches, wo im Norden die Leute der Einzelgrabkultur wohnen und wo aber die Elbe der Verbindungsarm ist, wo sozusagen angelandet wird, sicherlich in einem großen Hafen. Und wir landen jetzt wieder auf der Himmelsscheibe selbst. Und ich denke mal, dass wir sehen werden, wie die Sterne auf die Himmelsscheibe zurückkommen. Ich werde jetzt hier mit dem goldenen Boot landen. Hoffentlich ruckelt das nicht. Man hat so ein richtig merkwürdiges Gefühl hier. Und die Sterne kommen jetzt auf die Scheibe. Das ist ganz toll. Dankeschön. Jetzt sind wir am Ende der Reise angekommen. Super. Zurück in der Realität. Dankeschön. Es war ganz toll und hat mich sehr, sehr beeindruckt. Ganz wunderbar. Danke. Hier ist noch der Controller. Also ich werde das wieder machen und ich werde es allen Leuten empfehlen.